everyone from my little village up there. I thought I'll take you with me on this walk and explain to you a few words. If you ever go for a quick walk with somebody, so you can do some small talk. For example, a quick walk would be ein Spaziergang. Gehen wir einen Spaziergang machen. Das ist die Straße. Die Straße. Und dort sieht man noch Auto. Ich glaube. Das ist das Gras. Das grüne Gras. Und jetzt gibt es eine Kurve. Das ist eine Kurve. Dort oben hat es Wolken. Wolken. Und da ist die Sonne. Wie lang geht's noch? How long are we gonna walk? Wie lang geht's noch? Etwa 5 Minuten. Okay. Wie weit sind wir schon gelaufen? Wie weit sind wir schon gelaufen? Etwa 1 Kilometer. Gut. Au, meine Füße tun weh. Meine Füße tun weh. Oh, schau mal, dort hat es ein Velo. Ein Velo. Ein Velo. Und ein Auto. Und da hat es noch ein Bächli. Ein Bächli. Ein Bach. Ein Bächli. Und jetzt kommt noch ein Teich. Ein Teich ist das. Absitzen auf dem Bank. Der Bank. So. Schön. Weiter. Das ist ein grosser Stein. Grosser Stein. Und das ist ein Abfalleimer. Nein. Abfallchübel. Ein Kübel. Und der Zug. Da, ganz versteckt, hat ein Bienenhäusli. Ein Bienenhäusli. Da. Vorsicht, Bienen. So that's where the bees create the honey. Das ist dort, wo die Bienenli den Honig machen. Und da hat es noch eine Pfütze. Eine Pfütze. Okay, und das da ist ein Strommasten. Strommasten. Und dort hat es ein Haus. Ein Haus vor dem Wald. Der Wald. Und das da ist ein Acher. Ein Acher mit jungen Pflanzen drauf. Dort hat es noch ein Bauernhaus. Ein Bauernhaus mit solar panels drauf. As you see, we use a lot of English words, panels. Not sure how we would say this in Swiss German. We don't have a word for that, I think. Solar panel. Jetzt kommt noch ein Auto und 2 Velo. Und das ist eine Brücke oder ein Brückli. Because it's small, it's a Brückli. And I can hear a Stöffli. That's a very Swiss thing, I think. A Stöffli.
lot of young people have it or used to have it when we were teenagers. We used to ride our töffli, and that's what we used to do. If you were on your bike, you just hold on to a töffli and they pull you back home. And what do we have here? This one. We call them Beeri, rote Beeri. Und es Blatt. Blatt, oder? Blättli. And here we have something interesting. This one. That's a kläranlag. Kläranlag. Not sure if you really need to know this word, but you never know. And then here we have a lot of horses here in our village. Pferde in German and Ross in Swiss German. This is the Wald, where the horses are usually when they're outside. Jetzt kommt noch ein Traktor. We have loads of these as well here. Ein Traktor. Und what is this? Look at this. Ein Samichlaus. Und das ist eine Laterne. Eine Laterne. Here you can see a Riegelhuus. This kind of house is called Riegelhuus. And this is quite special. What do you call those? And this is something we have a lot in villages. It's called, we always say hi to everybody we see because we know each other here. It's een Brunne, and it provides fresh water, so drinking water. We have at least like 10 of these in our village, and our village has about 200 inhabitants. This here is called a Briefkasten, where the person, the Postler, bringt die Post. Now, please let me know what other words you would like to know and in the comments, and I would love to help you with these. I can take you on a journey and explain everything to you. Just let me know.